Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Acer Aspire und zwar ein E5576 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die Modellnummer findet. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellnummer finden wir bei dem Gerät auf der Rückseite und zwar hier. Und mit dieser Nummer findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier relativ einfach ist. Man muss dafür nur den Frontrahmen entfernen. Ich kann euch das jetzt nicht so genau zeigen, weil der hat hier einen Scharnierfehler bzw. das ist gebrochen. Aber man kommt auf jeden Fall sehr einfach an das Display ran. Bei der Tastatur ist es so, die kommt zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad kann man einzeln tauschen, liegt aber unter dem Mainboard. Das heißt, man muss da wirklich aufschrauben und alles rausnehmen, inklusive Mainboard. Eine weitere Besonderheit bei dem Gerät ist, dass auf der Rückseite hier ein Service-Schacht ist. Wenn man die abnimmt, kommt man da schon an RAM, SSD und auch an die 2,5 Zoll Festplatte ran. Das ist also echt super praktisch gelöst. Und aufschrauben muss man das Gerät eigentlich nur für den Akku und den Lüfter. Um an den Service-Schacht ranzukommen, muss man nur diese 3 Schrauben hier rausnehmen und kann den danach an der Seite hier so ein bisschen nach oben hebeln und dann einfach abziehen. Und der ist hier vorne, ich glaube, da sieht man das auch, so ein bisschen eingehängt. Also auch beim Zumachen einfach darauf achten, dass man den erst hier vorne einhängt und dann wieder runterdrückt. Und ja, wie man sieht, kann man hier schon den RAM rausnehmen, die SSD und auch die 2,5 Zoll, die jetzt in dem Fall leer ist, ohne das gesamte Gerät aufschrauben zu müssen. Den RAM zu tauschen ist sehr, sehr einfach. Der wird nämlich nur von diesen beiden silbernen Klammern hier gehalten. Und wenn man die so ein bisschen zur Seite zieht, springt der einem schon entgegen. Und dann kann man den einfach aus dem Slot ziehen und so eben auch tauschen. Der Einbau ist genauso einfach. Der kommt wieder zurück in den Slot und wird nach unten gedrückt, bis die beiden Klammern hier wieder einrasten. Im Übrigen benutze ich hier für alle Arbeiten, die ich an dem Gerät mache, ein super praktisches Universalwerkzeugset. Und wie man sehen kann, ist da echt alles dabei. Da sind Öffner dabei, Pinzetten, ein komplettes Schraubendreher-Set mit Aufsätzen und Verlängerung. Und ja, ich habe mir das jetzt hier schon mal rausgenommen, was ich brauche. Und sowohl für die Schrauben am Gerät als auch die Arbeiten im Gerät nehme ich als Aufsatz hier einen normalen Kreuzschraubendreher und zwar ein PH0. Die SSD zu tauschen ist genauso einfach wie auch der RAM. Die wird nur von einer kleinen Schraube hier hinten gehalten. Und sobald man die raus hat, in dem Fall kommt einem die jetzt hier auch schon so ein bisschen entgegen, kann man die aus dem Slot ziehen und dann eben tauschen. Und der Slot befindet sich da unten drunter. Kann man hier ganz gut sehen. Und da kommt die dann auch einfach wieder rein. Wird dann so ein bisschen nach unten gedrückt und dann kann man sie wieder verschrauben. Wenn man jetzt das gesamte Gerät doch aufschrauben muss, um zum Beispiel an den Akku oder die Lüfter zu kommen, dann ist es in dem Fall so, dass man auf jeden Fall immer die Serviceabdeckung abnehmen muss als erstes.
Und danach, auch wichtig, muss man das Laufwerk rausnehmen. Das wird von dieser Schraube hier gehalten. Und sobald die draußen ist, kann man das zur Seite hin einfach rausziehen. Weil hier ist es nämlich so, dass auch unter dem Laufwerk nochmal 3 Schrauben sind. Und diese 3 Schrauben hier sind auch etwas kürzer als der ganze Rest. Da empfiehlt es sich also, die getrennt aufzubewahren. Danach muss man noch alle Schrauben, und das sind einige, die hier um das Gerät herum laufen, rausnehmen. Und auch unter der Serviceabdeckung sind jeweils hier nochmal 2 Schrauben. Und auch die müssen raus. Um die Unterseite dann vom Gerät zu trennen, sollte man vorher hier drüben den Stecker noch rausziehen. Das ist einfach ein Stecker von den Lautsprechern. Und den kann man einfach hier nach hinten hin rausziehen. Kann man auch am Kabelbund fassen und dann rausziehen. Genau so. Und dann reißt man den nicht aus Versehen mit der Unterseite ab. Die andere Besonderheit ist, dass die Unterseite hier über diese Anschlüsse quasi drüber eingehängt ist. Das heißt, auf jeden Fall sollte man auf der Seite anfangen, das zu öffnen. Und dann kann man die seitlich abnehmen. Und ich zeige euch hier auch mal die Verbindungslinie. Genau da ist die Verbindung zwischen Gerät und Unterseite. Und die läuft dann eben auch hier drüben und eben auch vorne. Und dafür benutze ich jetzt hier einen der Öffner, die auch in dem Werkzeugset mitgeliefert sind. Und versuche jetzt hier zwischen die Verbindung zu kommen und das dann so ein bisschen nach oben zu hebeln. Und das funktioniert immer ganz gut. Und sollte das da mal ein bisschen lauter knacken, dann ist das tatsächlich völlig normal. Das ist einfach, wenn die ganzen Einraststellen, die hier sind, ausspringen oder rausspringen in dem Fall. Und dann kann man hier das eigentlich ganz gut sehen, wie sich das löst. Und man kann mit der Hand meistens auch schon drunter fassen und das dann so ein bisschen lösen. Sollte das nicht so gut gehen, dann arbeitet man sich genau in der gleichen Technik einfach einmal um das Gerät herum. Und auch hier auf der Vorderseite einfach das Ganze ein bisschen nach oben hebeln. Und dann, wie gesagt, hier drüben ist das eben eingehängt. Und dann kann man die mit so ein bisschen Wippen nach oben nehmen und hier drüben dann einfach abnehmen. Ja, und so sieht das Gerät dann von innen aus. Und auch noch eine Anmerkung zum Akku. Der ist nämlich hier bei dem Gerät nicht verschraubt. Der sitzt also einfach wirklich locker hier drin. Das heißt, beim Aufmachen ja, einfach schauen, dass der einem nicht entgegenkommt, wenn man das Gerät irgendwie hochkant hat. So, nachdem man das Gerät geöffnet hat, immer als allererstes den Akku vom Mainboard trennen, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr bekommt. Und wir sehen hier das Kabel und das wird in dem Fall einfach nach hinten hin aus dem Stecker gezogen. Das heißt, einfach hier am Kabelbund fassen und ja, schon hat man das vom Strom getrennt. Und wie vorhin auch erwähnt, dadurch, dass der Akku hier wirklich nur eingelegt ist, muss man da gar nichts weiter machen. Man nimmt den einfach aus dem Gerät raus und ja, kann den so auch total easy tauschen, durch einen neuen ersetzen. Und ja, den Lüfter, den wir hier sehen, kann man hier bei dem Gerät auch einzeln tauschen. Und zwar wird der, wenn ich das richtig sehe, von diesen beiden Schrauben hier gehalten. Und ja, man sollte auch das Lüfterkabel, das hier entlang läuft, vorher trennen. Und auch das kann man einfach zur Seite hin rausziehen. Ich greife in dem Fall da jetzt am Stecker selbst und nicht am Kabel, weil die sehr dünn sind. Und dann zieht man das nach hinten raus.
Und sobald die Schrauben draußen sind, kann man den Lüfter nach oben hin super einfach aus dem Gerät nehmen und so eben auch tauschen. Und beim Wiederverbinden, je nachdem wie ein neuer Lüfter hier geliefert ist, wie das Kabel gedreht ist, da kann man sich einfach merken, auf einer Seite kann man hier Kontakte sehen und die zeigen beim Wiederverbinden in dem Fall nach oben. Und das würde ich jetzt auch in umgekehrter Reihenfolge machen, also erst den Lüfter wieder verbinden. Da hat man nämlich den Vorteil, dass man das dann nicht vergisst. Das wäre nämlich nicht so prickelnd. Und ja, dann kann man den Lüfter einfach wieder auf das Gerät legen, auf die Gewinde hier drüben. Der sitzt sofort passgenau, muss nur noch verschraubt werden, also kinderleicht bei dem Modell. So, den Akkuausbau habe ich ja schon gezeigt. Hier nochmal schnell der Einbau. Der kommt einfach hier schwuppdiwupp in diese Vorrichtung. Und dann ist das einzig Wichtige, dass man ganz zum Schluss, wenn man alles andere gemacht hat, nicht vergisst, das Kabel auch wieder zu verbinden, damit das Laptop dann auch wieder anspringt und man das nicht alles nochmal aufmachen muss. Da einfach bis ganz zum Ende wieder reinschieben. Und ja, dann kann man die Unterseite eigentlich schon wieder auf das Gerät drauf machen. Wie schon beim Aufmachen erwähnt, ist die Unterseite auf der Seite der Anschlüsse hier drüben so ein bisschen eingehängt. Das heißt, das machen wir jetzt umgekehrt genauso. Ich hänge die von hier so ein bisschen ein. Und dann kann man die einfach wieder fest nach unten drücken. Und da kann man ruhig festdrücken. Das sind überall Einraststellen, auch hier in der Mitte. Und ich gucke wirklich einmal um das Gerät herum, dass da alles wieder zu ist. Auch hier drüben. Und ja, also von der Reihenfolge als allererstes würde ich hier das Lautsprecherkabel wieder reinmachen. Auch da zeigen die Kontakte nach oben, falls sich das mal verdreht hat. Und dann würde ich die 3 Schrauben vom Laufwerk zuerst reinmachen. Dann die beiden Schrauben, die unter dem Service-Schacht, unter der Serviceabdeckung sind. Dann kann man die nämlich wieder drauf machen. Dann kommt das Laufwerk wieder rein. Und dann kann man alle anderen Schrauben hier festmachen und ja, hat das erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.